Eine Gesichtsverjüngung mit Eigenfett bedeutet, dass wir von einer Stelle am Körper, sei es der Bauch, den Oberarm, irgendwo, wo man sagt, dass ein bisschen vielleicht gutes Fett zu gewinnen ist, meistens an den Stellen nimmt man Fett, wo das Fett nicht von selber weggeht. Also wenn man sagt, ich nehme überall ab, nur nicht am Bauch, ich nehme überall ab, nur nicht am Po, dann sollte man dieses Fett nehmen, weil dieses Fett hält dann auch länger. Weil das Fett, wo ich transplantiere in das Gesicht, nimmt ja auch am Fettstoffwechsel teil, das Fett, der prozentuale Anteil, der angegangen ist. Deswegen sollte man vielleicht Fett nehmen, wo man nicht an erster Stelle abnimmt, denn wenn man mal abnimmt, nimmt man ja dann auch gleichzeitig wieder im Gesicht ab. Und deswegen empfehle ich eben Fett zu verwenden, wo nicht gerade am besten Stoffwechsel beteiligt ist. Und wenn ich dann das Gesicht damit verjüngen, bedeutet, ich gebe auf natürliche Art und Weise das Fett, wo sich im Laufe der Zeit, im Alterungsprozess, wo sich im Gesicht abbaut, also hier schön im Wangenbereich oder hier auch gerne in der Marionettfalte, dass man hier in diesem Bereich eben wieder Volumen ersetzt und gibt. Wo auch ein Alterungsprozess im Gesicht entsteht, ist hier an den Schläfen. Je älter man wird, verliert man hier ein bestimmtes Fettpad, auch um die Augenbrauen herum. Und da kann man mit eben dem Volumen, mit dem eigenen Gewebe, kann man wieder eine Frische ins Gesicht zaubern und eine gewisse Jugendhaftigkeit mit natürlichem Gewebe. Ich mag das sehr gerne. Eine Gesichtsverjüngung mit Eigenfett hat mehrere Schritte und das funktioniert in unserer Praxis so. Die Patienten kommen zu einem Vorgespräch in die Praxis, dann analysieren wir das Gesicht, manchmal schauen wir uns auch Fotos aus der Jugend an oder vor ein paar Jahren oder was halt die Patienten stört, besprechen wir im Detail. Dann machen wir eine Aufklärung für den operativen Eingriff und Fotos vorher. Wir legen auch fest, welchen Bereich wir verwenden, um das Eigenfett zu gewinnen. Am OP-Tag selbst kommen die Patienten hierher nicht nüchtern. Es ist ein Eingriff in örtlicher Betäubung, er ist ambulant. Also Patient kommt, hat gefrühstückt zu der Uhrzeit, wo wir vereinbart haben. Dann wird er nochmal angezeichnet im Vorraum bei uns auf dem Stuhl. Und danach geht meine Assistenzärztin mit dem Patienten hinter den OP, bereitet dann mit der OP-Schwester den Patienten vor. Und dann komme ich schon dazu und wir fangen an, das Eigenfett zu gewinnen. Und dann mit speziellen Methoden, also mit speziellen Pelletpistolen, nennt sich Pistole, aber da wird nichts geschossen. Ich kann nur dann ganz fein die einzelnen Fettzellen, damit die ja nicht verklumpen, kann ich die dann positionieren. Und das ist eben so ein spezielles Instrumentarium. Und unter örtlicher Betäubung füllen wir dann das Eigenfett ein. Wenn Patienten ganz viel Angst haben und sagen, ich bin sehr schmerzempfindlich, kann auch optional, also wenn der Patient es wünscht, ein Narkosearzt dazukommen, dann kriegt der Patient von dem Eingriff gar nichts mit. Die Entnahmestelle ist individuell zu entscheiden. Wenn ein Patient zum Beispiel eine Stelle hat, wo er schwer Fett abnimmt, ja, dann sollte man diese Stelle verwenden, weil das angewachsene Fett, wir wissen ja, dass nur 50-70% angeht des Fettes, dann nimmt zumindest dieses Fett, wenn der Patient abnimmt, nicht gleich als erstes mit ab. Die Vorteile von Eigenfett sind, wenn ein Patient viel Volumen braucht, dass es erstens mal kostengünstiger ist, weil wir einfach ein großes Volumen gewinnen können auf einmal, was wir verteilen können im Gesicht und nicht immer 1 Milliliter Hyaluronsäure, noch 1 Milliliter Hyaluronsäure. Ein weiterer Vorteil ist von Eigenfett, dass es das eigene Gewebe ist. Wir sehen bei Eigenfett ganz selten Verklumpungen, Fremdkörpergranulome sehen wir nicht, sondern es gibt einen sehr weichen Charakter im Gesicht, weil es eben das eigene Gewebe ist. In der Regel ist es eine Behandlung, die wir brauchen, um ein Gesicht mit Eigenfett zu verjüngern. Eigenfett geht eben nicht zu 100%ig an. Also Eigenfett wächst nicht alles, was wir reingeben, an. Da muss man dem Patienten auch sagen, wir geben 100% ein.
Dann sagen die Patienten oft nach der OP, wow, bei Lippen, das ist ja viel zu viel. Dann sage ich, warten Sie eine Woche, Sie werden es lieben. Und es ist in der Tat so, nach einer Woche sagen alle, ja, jetzt ist es das Volumen. Klar, die gehen aus diesem OP raus und haben so große Lippen und die schwellen ab. Und dann baut sich noch ein bisschen das Eigenfett ab und das dauert ungefähr, bis sich es abgebaut hat. So nach 3 Wochen, finde ich, hat man das Endergebnis. Und dann sind die Patienten sehr, sehr glücklich damit. Also man muss schon damit rechnen, dass man eine Woche schon ein sehr breites, dickes Gesicht haben kann, was einem ein bisschen befremdlich vorkommt, gerade wenn man vorher eingefallene Stellen hatten. Da muss man den Patienten schon sehr darauf hinweisen, dass sie mal eine Woche nicht hinschauen sollten. Dauer, wie lange das hält, also Dauerhaftigkeit, kann man sagen, das Fett, wo anwächst, hält ein Leben lang. Aber wir altern auch ein Leben lang weiter, sodass man damit rechnen muss, wir bauen auch anderes Fett an anderen Stellen im Gesicht wieder ab, sodass man vielleicht schon alle 8 bis 10 Jahre, wo so ein Altersschub kommt, ja, wo man alle 8 bis 10 Jahre merkt, jetzt bin ich älter geworden, dass man dann vielleicht wieder eine Auffrischung vornimmt. Oder wenn zu viel Fett abgebaut wurde und der Patient sagt, oh, das hat mir viel besser gefallen, als das noch 100% war, ich mochte das, mehr Volumen, dann kann man auch ein zweites und drittes Mal im kürzesten Abstand von 3 Monaten nochmal Fett nachgeben. Die Schmerzhaftigkeit der Unterspritzung muss ich verneinen. Es sind keine Schmerzen. Warum? Weil wir alles örtlich betäuben können oder eben auch mit Anästhesisten. Dann bekommt man auch von der ganzen Operation nichts mit. Aber ist nicht erforderlich. Wir machen das zu 99% nur in örtlicher Betäubung. Die Risiken einer Gesichtsverjüngung mit Eigenfett sind wie bei jeder OP und fangen an von wirklich blaue Flecken, Infektionen, Wundheilungsstörungen bis hin zu Asymmetrien, Nekrosen. Es kann immer bei jedem Eingriff, es kann bei jeder Autofahrt von A nach B was ganz Schreckliches passieren. Aber was sehen wir häufig, was sehen wir selten, was sehen wir bisher noch nie? Was wir sehr häufig sehen, sind blaue Flecken und Schwellungen. Also die Patienten haben wirklich die erste Woche nicht das Gesicht, was sie gewohnt sind. Das Gesicht ist meistens einfach viel dicker, wie sie es sonst haben. Da ist Schwellung und noch das 100% Fett, was wir eingegeben haben. Was wir bisher eben noch nie gesehen haben, ist, dass eben Infektionen, es gibt's, ich weiß, es gibt's, ich habe es schon in meiner Laufbahn gesehen, seit wir die Praxis haben, habe ich es noch nicht gesehen, dass sich das Fett infiziert. Kann aber passieren, dann muss man es eben rausholen und Antibiotika geben. Und was auch passieren kann, dass das Fett vermehrt wächst, habe ich aber auch noch nie gesehen eigentlich, nein, bisher meiner ganzen Laufbahn, aber es kann passieren, dass Fett überschüssig danach wächst und dass man dann an einer Stelle das Fett gegebenenfalls wieder rausnehmen muss. Was aber am allerhäufigsten vorkommt, dass eben das Volumen, wo wir am Anfang eingespritzt haben, die 100%, nicht 100% bleiben, sondern dass sich es eben abbaut. Und das ist bei jedem so. Der eine sagt, so, jetzt gefällt es mir und der andere sagt eben, nein, das ist mir zu wenig und dann muss man noch ein zweites Mal nachschieben. Die Unterspritzung mit Eigenfett kostet je nach Aufwand und wie viel man verwendet. Wenn es zum Beispiel nur eine Lippenvergrößerung mit Eigenfett ist oder eine Nasolabialfalte unterspritzen, fängt es bei 1.500 € zuzüglich Mehrwertsteuer an. Kombinationen dieser Operationen, Eigenfettbehandlung im Gesicht, kann ich mit jeder Operation der Welt verbinden. Mit Fettabsaugung, mit Facelift, mit Oberlidplastik, überhaupt kein Problem.